Hi, was geht? Ich bin Roman. Hallo, ich bin Terry. Du bist ja hier aktiv für die Tiere. Genau. Wie lange machst du denn schon Tierrechtsaktivismus? 2019 habe ich damit angefangen. Also während der Pandemie habe ich nicht so viel machen können, aber also bin schon geistig schon lange damit beschäftigt. Ja. Sehr geil. Also bist du seitdem auch schon vegan? Hast du das zeitgleich angefangen oder bist du vorher vegan geworden? Das war 2018, also ein bisschen vorher bin ich vegan geworden. Quasi ein Jahr vorher. Genau, ein Jahr vorher und dann so im Laufe dessen wird dann auch irgendwie klar, dass man das auch weitergeben möchte, dass man das auch weitertragen möchte. Das ist, also, dann kommt man so sehr da an, man probiert es erstmal aus und dann ist man ganz zufrieden damit und fühlt sich im Reinen mit sich und dann will man auch das weitergeben. Das ist andere Leute das auch machen, die Erfahrung. Gibt es noch andere Gründe, warum man aktiv werden sollte oder warum ist das so wichtig? Also es gibt so viele Gründe. Also wir alle sind hier ja sehr für die Ethik engagiert, also sehr für die Tiere selbst, für die Lebewesen, dass es denen gut geht. Also das ist ein sehr drängendes Thema. Wenn man das als relevant empfindet, dann kann man fast gar nicht anders, als zum Aktivismus zu kommen. Ja. Aber ich denke, es gibt auch so viele Leute, die bei Fridays for Future sind und dieses Thema sehr spannend und relevant finden. Und auch das Thema kann einen sehr motivieren, hierher zu kommen und ein paar Leute dazu zu bewegen. Oder die Gesundheit auch. Es gibt ja viele Leute, die da sehr informiert sind, sehr viele Fakten kennen, sich selbst damit auseinandersetzen, viel Sport machen. Also diese ganzen Gründe können alle sehr motivierend sein, das Thema irgendwie hier anzusprechen auf der Straße. Ja. Vor allem die Fridays for Future Leute, wenn die hier anfangen, dann werden die sehr schnell merken, dass es auf ethischer Basis hier läuft und die Gesundheitsleute, die Fitnessleute, die merken dann auch auf ethischer Basis, ohne Ethik funktioniert das nicht. Genau, ja, die Umwelt und solche Sachen können einen zusätzlich motivieren hier, aber hier ist natürlich klar, dass wir alle für Abolitionismus sind, also dass wir, also beim Klimawandel kann man ja sagen, also da geht es um Zahlen im Prinzip, man kann sagen, eine graduelle Veränderung ist schon besser oder so, aber wir sind ja hier daran interessiert, dass es 0 Tiere gibt, die sterben, 0 Tiere, die leiden. Also sind wir da sehr, also das ist nochmal also da muss man sich bewusst sein, wenn man für die Umwelt oder so hier mitmachen wollen würde, dass das unsere Haltung ist. Ja, bei Umwelt kann man ja argumentieren, selten ist ja okay, einmal im Monat oder so, aber bei Ethik nicht. Genau, das ist der Unterschied, ja. Aber ich finde auch gerade das besonders eine motivierende Form von Veganismusinteresse, weil da ist es ja dann so, dass man einfach besonders emotional nah an dem Thema dran ist. Das ist also weil wenn man auch mal wir könnten uns ja keine Cheat Days erlauben, einfach nur weil es uns so wichtig ist, weil wir hier den ganzen Tag erzählen, wie schlecht es den Tieren geht und deswegen ist man da nochmal ganz nah emotional an dem Thema dran. Ja. Und das motiviert auch besonders, dass man sagt, es ist ein langes Wochenende, 4 freie Tage und man kommt hierher und redet den ganzen Tag über Tiere und wie es denen geht. Ja. Quasi von 10 bis 20 Uhr, 10 bis 20 Uhr. Ja. Das ist schon sehr geil hier, 4 Days for Lives. Ja. Und Veganismus ist ja im Prinzip eine Gerechtigkeitsbewegung. Das ist ja deswegen Cheat Days erlauben kann man ja nicht erlauben. Das ist, bei jeder anderen Gerechtigkeitsbewegung würde man ja auch nicht sagen, so Rassismus einmal im Monat oder Sexismus ist ja okay. So eine Ungerechtigkeit bleibt eine Ungerechtigkeit und bei dem Tierethik-Thema ist es genauso. Genau. Was denkst du denn, was ist die effektivste Aktivismusform? Ist es genau das hier oder könnte man noch mehr machen? Also ich bin ein besonders großer Freund von dieser Form von Aktivismus, weil ich einfach, also von der Haltung her, das sehr gut finde, wie respektvoll wir umgehen und dass wir Menschen dezent und respektvoll ansprechen und also einfach, dass es einfach etwas nicht sehr Aufdringliches hat. Wir zeigen diese Bilder, ja, aber wenn Leute vorbeigehen wollen, können sie vorbeigehen. Wenn Leute mit uns sprechen wollen, können die mit uns sprechen. Wir machen denen auch keinen großen Druck, sondern erläutern einfach nur und der Druck kommt von alleine. Wenn der kommt, dann kommt er von alleine sozusagen. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Formen und ich kann auch die Begeisterung für diese Formen verstehen, es gibt dann ja auch ein bisschen offensivere Formen, wenn man zum Beispiel mit Kunstblut arbeitet. So, da gibt es ja solche Leute, die dann bei KFC oder so mit Kunstblut oder die Milchtüten ausschütten am Weltmilchtag. Das sind auch spannende Formen von Aktivismus und manche Leute muss man auch emotional erreichen, aber man hat bei solchen Aktionen auch so ein bisschen die Gefahr, dass man die Leute verschreckt oder verärgert und dass dann so ein bisschen das Wesentliche verloren geht.
Also zusammengefasst bin ich froh, dass es beide Formen von Aktivismus gibt. Manchmal fühlt man sich ja auch so, als würde man gerne noch viel mehr machen und als würde man manchmal auch mehr auch emotionaler das Thema vertreten dürfen. Also es ist wirklich auch eine schöne Sache, dass es Leute gibt, die das machen. Aber ich bin also besonders angetan von dieser Form und ich mache das besonders gerne hier, einfach mit den Leuten in Austausch kommen und so auf Augenhöhe miteinander sprechen. Ja, das geht mir auch genauso. Und deswegen, man sieht ja auch direkt den Einfluss, den man hat. Es ist ja wie beim Schach, man hat selber den Einfluss darauf, wie sehr man die Leute dann veganisiert oder wie sehr man sie zum Umdenken bewegt, dass sie dann selber von sich aus vegan werden wollen. Das muss ja intrinsisch kommen und die Gedanken stoßen wir an. Willst du noch was dazu sagen? Ja, ich sehe das ähnlich. Also es ist einfach interessant, auch so viele Menschen, die man trifft, so viele unterschiedliche Standpunkte und es hat ja auch prinzipiell was Bereicherndes, so viele Meinungen zu hören. Auch vor allem aber natürlich, um sich zurechtzulegen, was man dazu sagen kann, um ein Umdenken anzuregen. Aber genau, es ist einfach eine spannende Arbeit, das sehe ich auch so. Ja, finde ich auch. Ich danke dir, Terry, für das coole Interview hier. Und schaut gerne auf seinem Kanal vorbei. Und ciao. Sehr gerne.